Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Minis von der Geldinger Mühle Video. Ich habe hier gerade unser jüngstes Fohlen einmal auf die Wiese gestellt mit Mama. Sie ist jetzt etwas über eine Woche alt mittlerweile. Wiese ist jetzt ein bisschen übertrieben, ist gut matschig geworden hier die letzten Tage, weil es viel geregnet hat. Aber ab morgen gehen die oben auf das obere Stück auf die Wiese, haben sie wieder schön grün. Aber ja, Hauptsache hier haben sie ein bisschen Bewegung, können rumflitzen, frische Luft. Und die Kleine hüpft und springt ja auch schon wie so ein Osterhase hier rum. Ja, ich wollte euch heute eigentlich den neuen Namen oder überhaupt ihren Namen mitteilen. Wie fies die jetzt gerade ist, Pippilotta ständig tritt. Pippilotta hat sich übrigens schon gewälzt. Auf der anderen Seite ist sie schon schokobraun. Kein Schimmel mehr, wie man da sieht. Hat schon einmal hier im Matsch gelegen. Ja, leider bisher nur einseitig. Ah ja, jetzt muss sie erstmal eine Runde rumdüsen. Ja, Pippilotta. Oh, sie ist auch ein bisschen wild aus hier, ne? Bin ich nicht richtig angezogen. Die Kleine düst hier rum. Wieke steht auch noch hier mit auf der Wiese. Und ihr hattet ja so unglaublich mega viele Namensvorschläge gebracht, die auch echt alle richtig gut waren. Einziges Problem an der Sache ist halt, wir hatten schon, ich habe es wirklich durchgezählt, in den letzten 13 Jahren 40 Ponys, die mit P angefangen haben. Fohlen oder auch halt mal zugekaufte Ponys. Wir haben ja aktuell auch noch sehr viele, also Pantau, Pippilotta, Peppermint Patty, Peach, Pinkie Pie, Püppi, die jetzt aktuell noch hier sind. Und natürlich, wir hatten halt 7 Jahre lang einen Hengst, der hieß Paradox in der Zucht. Und jetzt haben wir schon, ich glaube, das 6. oder 7. Jahr seinen Sohn, den Pantau in der Zucht. Ich glaube, ja, dieses Jahr müsste, glaube ich, der 5. oder 6. Fohlenjahrgang von ihm kommen. Und natürlich fangen immer alle Hengstfohlen dann mit P an. Huch, ich rutsche hier gleich auf dem Ohr. Fangen natürlich immer alle Hengstfohlen mit P an. Und Stuten haben wir auch einige mit P. Und dann ja, sind halt viele Namen einfach auch genannt worden, die wir schon hatten. Also wir hatten ja auch zum Beispiel Pippilotta, hatte schon eine Pinkie Pie und eine Pfefferminza. Püppi ist oft genannt worden. Püppi haben wir schon. Peppermint Patty oder Pepper ist oft genannt worden. Die haben wir ja aktuell auch noch. Eine unserer ältesten Stuten, also ältesten selbstgezogenen Stuten, die mittlerweile schon Oma ist. Und von daher ist das dann, ja, fielen natürlich einige Namen schon weg. Und ich habe mir echt mal die Mühe gemacht und alle auf eine Liste geschrieben. Und es waren tatsächlich knapp über 40 Namen mit P, die wir einfach schon hatten. Aber wir haben dann 4 Namen rausgesucht, also eigentlich die Mädels, die ihnen gut gefallen haben. Und zwar waren das Pina Colada, Pandora, Pinkie Pie und Pixie. Und haben dann einfach bei Instagram eine Abstimmung gemacht, welcher Name euch denn am besten gefällt oder den Zuschauern da. Und das ist eine ganz knappe Geschichte zwischen Pina Colada und Pixie geworden. Aber letztendlich hat Pixie die Nase vorne gehabt. Also Pixie hatte die meisten Stimmen. Von daher heißt die Kleine jetzt Pixie von der Gerlinger Mühle. Jetzt versteckt sie sich immer hinter Mama. Das war übrigens der Favoritenname von Leni, von unserer jüngeren Tochter. Die fand Pixie am besten und so heißt sie jetzt einfach. Passt ja auch ganz gut zu ihr, wie sie hier gerade im Rennmodus unterwegs ist. Ich komme gar nicht so schnell mit hier mit Filmen. Jo. Ansonsten ist sie halt mega munter, selbstbewusst und galoppiert hier echt ständig ihre Runden. Versucht schon immer Mamas Futter mitzufressen, also wenn die Kraftfutter kriegen, also die kriegen halt so ein Zuchtstutenmüsli, die Stuten vor der Geburt und auch nachher noch. Und da frill sie schon immer mitfressen und kaut schon auf dem Heu rum. Dabei hat sie ja noch gar keine Zähne, die kommen ja erst noch. Also mega frühreife kleine Dame und das, obwohl sie ja auch eine gute Woche zu früh auf die Welt gekommen ist und dafür ja auch echt einfach ja, mega proper ist. Ich meine, sie wäre auch schon gewachsen. Also die ist schon echt noch mal properer und größer, als sie vor einer Woche war. Jetzt mit ihren 8, 9 Tagen, die sie jetzt ist. Also ist echt der Wahnsinn. Pippilotta hat da auch ganz schön was zu tun, weil die ist echt immer ganz schön wild unterwegs. Auch drinnen im Stall stehen die anderen Ponys ja daneben. Die stehen jetzt in der ganz großen Laufbox, also nicht mehr in der kleineren Abholbox. Da stehen die Stuten ja nachts sonst drin, die halt kurz vorm Termin sind, damit ich die einfach da besser überwachen kann. Und vor allem, wenn die dann auch mal unbeobachtet fohlen sollten, kann da einfach nichts passieren. Die Boxen sind halt sicher, da kann nicht irgendwie das Fohlen aus Versehen zwischen die anderen Ponys geraten oder so. Deswegen ist das immer ganz gut. Jetzt stehen sie aber in einer größeren Laufbox, wo sie halt auch drin eigentlich viel Platz hat und auch rumgaloppieren kann. Und tagsüber sind sie draußen, sofern das Wetter nicht richtig schlecht ist. Also
Wir hatten die letzten Tage ja hier von Schnee über Schneeregen, Graupel, Hagel, Sonnenschein, war ja alles im Wechsel. Aber jetzt in den nächsten Tagen soll es auch besser werden. Und ja, mal gucken. Ich denke noch so 2 Wochen ungefähr. Dann wird sie hoffentlich komplett auf die Wiese umziehen. Und dann ganz draußen bleiben, also sobald es ein bisschen wärmer wird. Dafür ist mir das Wetter jetzt noch ein bisschen schlecht. Und ich bin echt hier, also Germany's Next Match Model ist hier sowas von am Start. Ja. Hübsch, Pippilotta. Aber die Mähne ist noch weiß. Will sich farblich den Mushrooms vielleicht anpassen. Ist jetzt ein Mushroom, nennt sich diese Farbe. Richtig schön. Aber egal, wie gesagt, die sollen draußen in der frischen Luft sein und sich wälzen und rumgaloppieren und kriegen jetzt gleich ein bisschen Heu hingebracht, dass sie auch was zu fressen haben, weil da ist natürlich hier jetzt nicht mehr viel. Wieke verfolgt mich auch schon. Ja, ich habe aber gerade nichts zu fressen. Und aktuell in den Abholboxen stehen jetzt Pinkie Pie, also Pippilottas Tochter. Ist vom gleichen Hengst tragend, auch von Gigolo. Die hat Anfang April Termin. Dann steht Tweety drin, die ist von Greystone tragend, für ja auch Anfang Mitte April, hat aber schon so ein bisschen aufgeäutert und gerade da es ja ihr erstes Fohlen ist, bin ja lieber ein bisschen vorsichtiger, stelle sie früher rein. Dann steht Euranka drin, die Fuchsstute, die ist ja von Köhn tragend, die hat auch, ich glaube um den 10. April rum Termin, das ist ja die Mutter von Emmy, die hat ja letztes Jahr die Emmy gehabt. Und in der 4. Box steht im Moment Köhn. Der geht nämlich jetzt morgen oder übermorgen auf die Wiese mit den ersten 2 Stuten. Jetzt muss ich Wieke hier wälzen. Deswegen steht der gerade in der 4. Box, aber der geht dann auf die Wiese und dann rückt wieder eine Stute nach, die dann reinkommt. Wieke hier steht im Moment auch nachts mit Pippilotta zusammen in der Laufbox. Die war ja eigentlich, ich meine bauchmäßig, ja, sieht es auch schon so aus, als müsste es Fohlen bald kommen. Die hatte ja eigentlich jetzt auch im März Termin, aber da tut sich eutermäßig mal noch gar nichts. Ich denke, dass die vielleicht einfach später noch mal gerost hat und ich das nicht gesehen habe, dass die einfach ein bisschen später dran ist. Das passiert halt gelegentlich schon mal, aber ja, bauchmäßig kann das auch nicht mehr allzu lang dauern. Die steht jetzt aktuell mit Pippilotta in der großen Laufbox, so dass ich die auch ein bisschen unter Beobachtung habe. Hier ist unser Baby nochmal. Ich finde den Fleck auf dem Hintern so witzig, diesen weißen. Nee. Normal ist auch schon sehr zutraulich. Ne, jetzt muss er erstmal rennen. Pippilotta ist jetzt auch schon ein bisschen relaxter. Also ihr macht das auch nichts, gerade weil sie auch mit Wieke zusammen in der Box steht, wenn die Kleine mal zu Wieke rennt. Am Anfang ging das halt gar nicht. Da ist sie nur hinter ihr her, hatte voll den Stress. Und jetzt ja, ist sie da schon entspannter. Und die hat ihren Spaß und will einfach rennen, rennen, rennen. Ja, das also jetzt erstmal zu unserer Namensgeschichte, dass ihr mal wisst, wie das Fohlen heißt. Und bei den anderen Stuten halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es da weitergeht, wer die nächste sein wird. Also aktuell kann ich es selber nicht sagen. Es wird sich irgendwie so zwischen Wieke, Euranka, Tweety, Pinkie Pie, denke ich, entscheiden. Das sollten so die nächsten sein. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich halte euch auch noch auf dem Laufenden, wie es mit unserer Isländer-Zusammenführung weiterhin klappt. Das ist nämlich auch noch nicht so ganz optimal. War dann doch irgendwie ein bisschen schwieriger, wie wir ursprünglich gedacht hatten. Da mache ich euch auch noch mal ein Video zu. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich will jetzt gerade noch mal einmal das Baby zeigen. Ne? Einmal verabschieden hier, einmal aus der Nähe. Sieht so witzig aus mit den hellen Ohren, finde ich. Und helle Nasenlöcher hat sie auch. Und jetzt auch dreckige Füße. Aber gut, Hauptsache Bewegung und frische Luft. Jo, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich sage hoffentlich bis bald.